Die eigentliche Überraschung nach dem Dekret ist nicht der Rekurs der Piusbruderschaft, sondern die Tatsache, dass ein offenbar unabhängiger Kanonist erhebliche rechtliche Mängel in den vatikanischen Dokumenten sieht. Wie ich im vorherigen Video schon vermutet habe, hat die Piusbruderschaft einen Antrag auf Rücknahme des Dekrets beim Glaubensdikasterium eingereicht. Das ist das erste Rechtsmittel nach Kanon 1734. Der Antrag wurde auch innerhalb der gesetzlichen Frist gestellt. Deshalb tritt nach Kanon 1353 grundsätzlich eine aufschiebende Wirkung hinsichtlich der Vollstreckung des Dekrets ein. Erst nach der Entscheidung über den Rekurs wird das Dekret wieder folgwirksam, sofern der Rekurs erfolglos bleibt. Ich bin im Internet aber auf eine spannende kirchenrechtliche Analyse der Dokumente vom 2. Juli gestoßen, die auf mehrere Unstimmigkeiten und rechtliche Probleme hinweist. Der Autor dieser Analyse ist nicht namentlich bekannt. Erstens erklärt er aber genau das, was zum Beispiel auch Kardinal Müller bereits geäußert hat, nämlich, dass die Beichte bei den Patres der FSSPX weiterhin gültig ist. Zweitens ist dieses Dokument besonders interessant, weil es seinem Inhalt nach offenbar von einem Kanonisten stammt, der nicht mit der Bruderschaft verbunden ist. Seine Argumentation und auch manche Schlussfolgerungen unterscheiden sich nämlich deutlich von dem, was man von der Piusbruderschaft selbst hört und liest. Dennoch hält er die genannten Dokumente aus rechtlicher Sicht für ziemlich problematisch. Ich werde hier nicht auf alle 23 Fehler eingehen, die der Autor in seiner Analyse nennt. Sie sind zum Teil sehr fein und fachjuristisch. Ich verlinke den Text unten, wenn es jemanden interessiert. Hier werde ich nur die meiner Meinung nach wichtigsten Punkte halbwegs laienhaft zu erklären versuchen. Das Dekret über die Exkommunikation spricht ausdrücklich von den 6 Bischöfen, während es in Bezug auf Priester und Gläubige lediglich eine Warnung vor einer möglichen Exkommunikation ausspricht, falls sie sich dem Schisma anschließen würden. Ob eine Bischofsweihe ohne päpstliches Mandat überhaupt ohne weiteres als Schisma interpretiert werden kann, darüber habe ich bereits in meinem ersten Video dieser Serie gesprochen. Im Gegensatz zum Dekret erklärt die erläuternde Nota jedoch, dass die Priester als schismatisch und somit als exkommuniziert gelten. Hier sehen wir schon das erste Problem. Die Nota, die ihrem Namen nach das Dekret erklären soll, scheint ihm eigentlich zu widersprechen bzw. den personellen Anwendungsbereich der Strafe erheblich auszuweiten. Nach Auffassung des Autors kann eine bloße erläuternde Nota den Geltungsbereich eines Strafdekrets nicht erweitern, weil sie einen niedrigeren Rechtsakt darstellt. Kanon 18 verlangt eine enge Auslegung von Strafbestimmungen. Eine Exkommunikation ist die schwerste Kirchenstrafe. Sie kann nicht einfach vermutet oder analog interpretiert werden. Weiteres Punkt. Laut Kanon 1321 Paragraph 4 wird zwar bei einem äußeren Verstoß gegen das Gesetz die Zurechenbarkeit vermutet, bis etwas anderes bewiesen wird. Diese Vermutung entbindet jedoch nicht von der Pflicht, alle Umstände zu untersuchen, die die Zurechenbarkeit ausschließen oder einschränken können, insbesondere die in den Kanones 1323 bis 25 genannten. Die Vermutung der Zurechenbarkeit bedeutet also nicht die Vermutung, dass kein Notstand, kein Irrtum, keine Furcht, keine schwerwiegende Unannehmlichkeit oder andere strafmildernde oder sogar strafaufhebende Umstände vorliegen. Die Formulierung in der Nota, dass alle Priester der Bruderschaft schismatisch und somit exkommuniziert seien, trägt diesem Erfordernis überhaupt nicht Rechnung. Eine bloße Zugehörigkeit zu einer Gruppe reicht dafür nicht aus. Man muss prüfen, ob die konkrete Person tatsächlich eines Schismas im rechtlichen Sinne schuldig geworden ist und ob möglicherweise mildernde oder sogar strafaufhebende Umstände vorliegen. Gerade weil das kirchliche Strafrecht keine Kollektivverantwortung kennt, gilt das umso mehr für die Laien.
Das Glaubensdikasterium beruft sich selbst auf die Nota von 1996. Dieses schließt einen solchen Automatismus jedoch ausdrücklich aus und verlangt gerade bei den Laien eine Prüfung des jeweiligen Einzelfalls. Die Kanone 1717 bis 1720 legen außerdem eine Vorgehensweise fest, die einzuhalten ist, wenn ein Delikt vermutet wird, einschließlich der Möglichkeit zur Verteidigung. Kanon 221 sagt, dass die Gläubigen ein Recht auf ein Verfahren haben, das den Normen des Gesetzes entspricht. Eine pauschale Behandlung sämtlicher Priester als bereits exkommuniziert, ohne individuellen Rechtsakt, ohne Verfahren, ohne konkrete Vorwürfe und ohne Verteidigungsmöglichkeit lässt sich mit diesem Kanon nur schwer in Einklang bringen. Der nächste Fehler besteht nach Auffassung des Autors darin, dass die Dokumente des Glaubensdikasterium in keiner Weise auf die Kanones 1323 und 1324 eingehen. Darüber haben wir auch schon ausführlich gesprochen. Gerade bei einer Exkommunikation late sententia muss geprüft werden, ob einer der dort genannten Umstände vorliegt. Diese Prüfung kann nicht einfach übersprungen werden, insbesondere deshalb, weil die in Kanon 1324 § 1 genannten Umstände nach § 3 gerade dazu führen, dass eine Strafe late sententia überhaupt nicht eintritt. Besonders kritisch sieht der Autor die pauschale Behauptung der Nota, Beichten und Eheschließungen bei Priestern der Bruderschaft seien ungültig. Papst Franziskus hatte den Priestern der Bruderschaft ausdrücklich die Vollmacht erteilt, gültig und erlaubt, die Lossprechung zu erteilen und außerdem eine Regelung für Eheschließungen geschaffen. Die Nota erklärt zwar nun pauschal die Ungültigkeit, sagt aber mit keinem Wort, ob und auf welche Grundlage diese früheren päpstlichen Entscheidungen aufgehoben wurden. Hinzu kommt noch Kanon 1335, § 2. Wenn eine late sententia censur nicht förmlich festgestellt wurde, wird das Verbot, Sakramente zu spenden oder Leitungsgewalt auszuüben, ausgesetzt, sobald ein Gläubiger aus einem gerechten Grund darum bittet. Gegen die einzelnen Priester der Bruderschaft wurde die Exkommunikation aber gerade nicht individuell durch das Dekret festgestellt. Der Autor betont allerdings selbst, dass Kanon 1335 § 2 allein noch nicht die zur gültigen Beichte erforderliche Vollmacht verleiht. Diese war den Priestern jedoch bereits von Papst Franziskus gewährt worden und die Nota erklärt nicht eindeutig, dass diese Vollmacht widerrufen worden wäre. Gerade darin sieht der Autor eine der schwerwiegendsten rechtlichen Mängel. Nun sagen aber manche Kommentatoren, der Papst steht doch über dem kanonischen Recht, denn er kann es jederzeit ändern. Dass ein Papst das Gesetz ändern kann, bedeutet aber nicht, dass er einfach willkürlich am geltenden Recht vorbei entscheiden darf. Darin unterscheidet sich die kirchliche Monarchie von einer Diktatur. Um das zu verdeutlichen, könnte man fragen, muss Gott sich selbst an sein eigenes Gesetz halten? Wir bekennen nämlich, dass Gott gerecht ist. Gott handelt zwar manchmal außerhalb der Naturgesetze, wenn er Wunder wirkt, und er lässt manchmal die Gerechtigkeit zugunsten der Barmherzigkeit zurücktreten, aber immer nur in diese Richtung. Er bestraft niemals willkürlich entgegen seinem eigenen Gesetz. Und dasselbe Prinzip finden wir auch im kanonischen Recht. Die Gewährung eines Privilegs oder der Erlass einer Strafe können über das hinausgehen, was das allgemeine Recht vorsieht. Die Entziehung eines Privilegs oder die Verhängung einer Strafe müssen dagegen streng nach dem Gesetz erfolgen. Wenn also jemand sagt, der Papst kann völlig willkürlich am geltenden Recht vorbei entscheiden, dann macht er den Papst letztlich zu einer Art Übergott. Nun, damit bleibt die Angelegenheit vorerst offen. Die juristische Diskussion hat jedenfalls erst begonnen. Jetzt müssen wir abwarten, wie das Glaubensdikasterium über den Rekurs entscheidet und ob es auf die vorgebrachten kirchenrechtlichen Einwände eingeht.